Als nächstes haben wir für euch hier im Gleiten-TV-Test den GA Crosswing. In 5.2 haben wir ihn getestet mit einem Gewicht von 2,7 Kilogramm. Letztendlich ist auch dieser Wing wie der Poison, den wir zuvor getestet haben, fast unverändert. Im Detail, wir haben eine ausreichend große Wristschlaufe. Die ist angenehm, weil sie so groß vom Klett ist, dass man sie auch über dem Anzug bequem tragen kann. Besonders im Winter mit Handschuhen ist das sinnvoll. Die Leash ist jetzt halt nur eine dünne Bungee-Leash, die ist lang genug, sodass man den Wing ohne Probleme wenden kann. Und für die mittlere Lenkschlaufe oder die Wave-Schlaufe haben wir hier jetzt eine Unterfütterung aus Neopren. Die Schlaufendimensionierung ist auch für große Hände ausreichend. Und somit lässt sich hier auch aufgrund der Festigkeit der Wing sehr gut führen. Wie gesagt, in 2022 haben wir eine etwas länger gezogene vordere Lenkschlaufe und 3 hintere. Hier kann man nochmal sehr schön, dass die Dimensionierung, also die Breite hier unterschiedlich ausfällt. Grundsätzlich würden sicherlich halt 2 längere Schlaufen für die hintere Hand auch ausreichend sein. Die Fenster beim GA Cross sind insgesamt sehr groß dimensioniert. B- und entlüftet wird hier über ein großes Standardventil und zusätzlich gibt es an der Mittelstrut noch ein kleines Auslassventil, um den Wing schneller entlüften zu können. Das funktioniert in beiden Richtungen auch gut. Das One-Pump-System der Mittelstrut ist sehr gerade gehalten, wodurch sich auch das Entlüften der Mittelstrut schnell vollziehen lässt, auch ohne dass man das Ventil öffnet. Und auch hier gibt es natürlich Montagepunkte, falls man den Wing mit einem Trapeztampen versehen möchte. Als Flugtuch hat GA hier ein Triple Ripstop Material verwendet und bei der Fronttube ein festes Dacron Material. Die Abrisskante ist einfach mit Tuch gedoppelt. Weiterhin zeigt sich dieses Modell halt als sehr robust verarbeitet. Alle wirklich wesentlichen Punkte sind mit einem schweren Gewebematerial verstärkt. Auch die Tipps, sodass man hier auch eine kleine Skate-Session ohne Probleme dazwischen schieben kann. Wir haben ein leichtes V in der Fronttube und eine mittlere bis tiefe Profilwölbung im Einstiegsbereich, also an der Anströmkante. Und an der Abrisskante ist hier die Profiltiefe etwas stärker. Die Mittelstrut ist mit einer Single-Naht am Flugtuch befestigt und von der Innenseite gedoppelt und vernäht. Wie auch beim Vorgänger gab es halt die ein oder anderen Falten, weil hier die Tuchstraffung noch nicht ganz optimal ist. Das muss auch leider der Cross über sich als Kritik ergehen lassen. Das Handling beim Weg ins Wasser und auch auf dem Wasser ist insgesamt gut. Hier macht der Cross einen recht ausgewogenen Eindruck. Ein Punkt, den man sofort feststellt, wenn es dann auf das Board geht und man den Lift zum Aufstehen dementsprechend braucht, hat man hier aufgrund der leicht tieferen Profilierung im hinteren Bereich einfach ein klein bisschen Verlust bei dem Lift, der eigentlich gut sein müsste aufgrund der Profiltiefe, aber hier lässt der Wing im Bereich der Abrisskante doch einiges an Druck raus, sodass es halt sogar etwas schwieriger ist, hier loszukommen und aufs Foil zu kommen gegenüber dem Poison. Insgesamt bewegen sich die Leistungen vom Lift und vom Aufsteigen aufs Foil hier im Durchschnitt der Mitbewerber im Bereich der Around- und Einsteiger-Wings. Und das gleiche trifft insgesamt auch auf die Fahrleistung zu. Wir haben einen Wing, der mit einer mittleren Geschwindigkeit hier auch am besten zu nicht zu sportiven Flügeln passt, also mit Aspekt Ratio Flügel mit einer Größe zwischen 1300 bis 2000 oder auch größer sind hier eine optimale Kombination. Man merkt klar, wenn man so wie hier das Ganze mit einem High-Performance-Flügel, hier einen 900er High-Aspect Foil kombiniert, dann bremst halt hier teilweise der Wing aufgrund des Flatterns der Hinterkante die Fahrt
sodass hier die Geschwindigkeit eines schnellen Flügels gar nicht umgesetzt werden kann. Der GA Crossmark ist insgesamt da lieber etwas gemütlicher. Aber gehen wir nochmal zurück zur Balance insgesamt in Verdrängerfahrt und auch in Gleitfahrt. Ist das Ganze hier weiterhin ein völlig rundes, harmonisches Bild. Der Wing ist gut ausbalanciert von Tip zu Tip und hat auch wirklich kein Absinken der Hinterkante, sondern er schwingt eher leicht, ziemlich intuitiv auf die andere Seite, also auch zum Erlernen der ersten Halsen und der ersten Manöver ist das Ganze hier wirklich eine einfache Geschichte. Die Handles oder die Lenkschlaufen sind natürlich fast absolut identisch positioniert im Vergleich zum Poison. Trotzdem sind die hier nicht ganz so optimal positioniert, weil wir hier einen etwas anderen Profilverlauf haben. Die vordere Schlaufe stimmt im Prinzip, aber die drei hinteren Schlaufen sollte man eher durch 2 ersetzen, damit man da durchs Verschieben der Hand noch etwas mehr Spiel hat. Denn hier zeigt sich auch gerade im Vergleich zu den Mitbewerbern, dass hier der Druckpunkt gerade bei ansteigendem Wind doch deutlich auf die hintere Hand wandert. Sprich, man muss hier dann mehr Kraft aufwenden, um das Profil angeströmt zu halten. Beim Springen kann man grundsätzlich von guten Leistungen beim GA Cross sprechen. Allerdings verschenkt hier das Profil auch wieder durch die sich weit öffnende Hinterkante einiges an Tragfähigkeit, also was die Hangtime sozusagen angeht. Das gleiche spiegelt sich dann natürlich bei der Landung wieder. Wenn man dann wieder losfahren möchte, braucht man halt beim Anpumpen wieder insgesamt halt einen kleinen Tick länger als bei straffer gespannten Wings. So kommen wir hier auch zu einem ähnlichen Ergebnis wie bei dem zuvor getesteten GA Poison. Wir haben einen guten, ausgewogenen Around Wing, der im Vergleich im Durchschnitt abschließen kann. Allerdings muss man auch hier sagen, ist einfach diese Entwicklung, die man braucht heutzutage, damit es vorwärts geht und man weiterhin wettbewerbsfähig ist, da muss man halt wirklich im Detail an den einzelnen Wings arbeiten. Man sieht es halt, was F1 da geleistet hat, auch das, was Duotone bei den neuen Wings verändert hat. Das ist dann einfach schon wirklich, fühlt sich schon fast an wie eine neue Generation. Grundsätzlich gesehen für einen Einsteiger und leicht Fortgeschrittenen ist das hier alles eine machbare Sache. Man kann alles damit machen. Alle Manöver beim Springen, man kann es ein bisschen schweben lassen in der Welle. Da geht er auch halt sehr gut ausbalanciert weiterhin mit. Allerdings ist halt immer wieder, wenn du halt die mangelnde Tuchstraffung hast, hast du Verluste, du hast einen kleineren Sweet Spot unnötigerweise, der eigentlich bei dem grundsätzlichen Konzept hier groß wäre. Da geht immer wieder Leistung verloren, was an sich unnötig ist. Und da hoffen wir, dass Gastra da halt ein bisschen nacharbeitet nochmal in Zukunft. Nichtsdestotrotz ist das Ganze hier solide verarbeitet und auch angesichts eines im Durchschnitt deutlich günstigeren Preises gegenüber den Mitbewerbern ist das hier ein Produkt, was man auch empfehlen kann. Da aber die Kategorie und der Einsatzbereich auch fast dem Poison gleicht, wünschen wir uns daher auch in diesem Bereich halt da eine vielleicht doch deutlichere Differenzierung der einzelnen Modelle untereinander, damit man hier eine größere Bandbreite noch abdecken könnte.